Hallo? Jemand zu Hause? Ihre Stimme hallte in dem Raum. Sie ging ein paar Schritte weiter und eine eisige Hand griff nach ihr. Maggie schrie entsetzt auf und riss ihre Hand weg. Was war das? Sie wirbelte herum und entdeckte einen Jungen. Höchstens 11 Jahre alt. Meine Güte, rief sie aus. Du hast mich zu Tode erschreckt. Wo bist du denn so plötzlich hergekommen? Der Junge kicherte. Ich bin gut im Anschleichen, verkündigte er stolz. Kirschen, schrie er dann. Die neue Gouvernantin ist da. Komm und sieh sie dir an. Sie ist wunderschön. Und wer bist du? Fragte Maggie. Andrew oder Garrett? Der Junge strahlte sie an. Woher wissen Sie unseren Namen? Weil euer Vater mich über euch geschrieben und mir erzählt hat, was für großartige Söhne er hat. Und welcher von diesen Söhnen bist du nun? Andrew, verkündigte der Junge. Wer hätte das gedacht, ging es Maggie durch den Kopf. Sie hatte solche Angst vor diesem Job gehabt. Doch nun sah die Welt schon anders aus. Schützling Nummer 1 war lieb und freundlich und sah mit seinen blonden Locken und dem blauen Anzug hübsch aus. Es würde die reine Freude sein, auf so ein Kind aufzupassen. Und wie heißen Sie? Fragte der Junge neugierig. Du kannst mich Thomas nennen, antwortete Maggie. Miss Thomas, wiederholte er. Und was jetzt? Fragte sich Maggie. Sie hatte wenig Erfahrung darin, sich mit Kindern zu unterhalten. Ihr fiel ein Ring an einem der Finger des Jungen auf. Die Buchstaben AM waren kunstvoll in einen roten Granat eingeschnitzt. Das ist ein schöner Ring, Andrew, sagte Maggie. Wer hat ihn dir? Doch bevor sie aussprechen konnte, hastete eine knochige Frau in einem schwarzen Kleid in die Eingangshalle und trocknete sich im Laufen die Hände an ihrer weißen Schürze ab. Es tut mir so leid, sagte sie zu Maggie. Ich war in der Speisekammer und habe sie nicht ankommen hören. Willkommen in Tanglewood. Ich bin die Köchin hier, und alle nennen mich nur Köchin. Wie ich sehe, haben Sie Master Andrew schon kennengelernt. Das stimmt, bestätigte Maggie. Ich hoffe, Ihre Reise war nicht zu strapaziös, plapperte die Köchin weiter. Sie müssen ja vollkommen erledigt und dazu noch halb verhungert sein. Maggie lächelte. Ich finde, die Köchin sieht eher aus, als wäre sie selbst halb verhungert, dachte sie. Sie ist so mager, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie viel von dem isst, was sie kocht. Ich bin schon dabei, das Abendessen zuzubereiten, fuhr die Köchin fort. Mary, komm und mach dich mit der neuen Gouvernantin bekannt. Ein junges Zimmermädchen eilte herbei und stammelte ein paar Begrüßungsworte. Sie ist noch neu und ziemlich schüchtern, flüsterte die Köchin entschuldigend. Hallo Mary, sagte Maggie, und das Zimmermädchen errötete. Maggies Blick fiel auf das dichte, hochgestreckte Haar des Mädchens. Es war fast genauso leuchtend rot wie ihr eigenes. Bring die Tasche von Miss Thomas in ihr Zimmer. Mary, während ich ihr etwas zu essen richte. Wir haben die arme Frau hier allein und hungrig herumstehen lassen, und jetzt hat sie bestimmt einen schrecklichen ersten Eindruck von Tanglewood. Nein, ganz und gar nicht, versicherte Maggie schnell. Das Mädchen knickste, dann ergriff es Maggies Reisetasche und hastete damit die Treppe hinauf, die sich an einer Seite der Eingangshalle befand. Aber ich muss sagen, dass der Mann, der mich herumgefahren hat, nicht besonders freundlich zu sein schien, bemerkte Maggie. Die Köchin ging zum Fenster und spähte hinaus. Das war Mr. Malbroughes ganz persönlicher Diener, George Scrooge. Einen unfreundlichen Menschen werden Sie wohl nicht finden, aber ich nehme an, dass er allen Grund für seinen Missmut hat. Sie senkte die Stimme und beugte sich zu Maggie herüber, damit der kleine Andrew nicht mithören konnte. Ihm ist die Frau fortgelaufen, flüsterte sie Maggie zu. Ich verstehe, sagte Maggie. Andrew, ruf deinen Bruder und bitte um Mittagessen, verlangte die Köchin. Andrew rührte sich nicht. Geh schon, befahl ihm die Köchin. Andrew packte ihre Hand und zog sie von Maggie weg. Die Köchin warf Maggie ein entschuldigendes Lächeln zu und beugte sich nach vorne, um zu hören, was Andrew zu sagen hatte. Maggie konnte nur einzelne Worte aufschnappen. Was ist, wenn er wieder etwas Böses dem Jungen zu belauschen, machte Maggie verlegen, und so schlenderte sie stattdessen durch die Halle. Sie bewunderte die Gemälde, die überall an den Wänden hingen. Die Malbroughes schienen noch reicher zu sein, als sie selbst es gewesen war. Vor dem Porträt einer wunderschönen Blonden blieb Maggie stehen. Sie war elegant gekleidet und trug ein auffallendes Schmuckstück um den Hals. Eine Art Amulett. Maggie trat näher und runzelte die Stirn, als sie einen kleinen Totenkopf auf der Silberplatte zu erkennen glaubte. Das ist sicher die Mutter der beiden Jungen, dachte sie. Ein Schauer lief ihr über den Rücken.
Ihr zog es aber wirklich sehr, stellte sie fest. Trotzdem, das Gemälde faszinierte sie, auch wenn es irgendwie Angst machte. Stell dich nicht so an, schalt sich Maggie. Das ist nur das Bild der armen jungen Frau, die in diesem Haus gestorben ist. Sie hörte ein leises Geräusch hinter sich. Jemand schien sie zu beobachten. Die feinen Härchen an ihrem Arm stellten sich auf. Sie drehte sich um, aber da war niemand. Dann schaute sie nach oben. Ein Junge starrte sie vom oberen Treppenabsatz aus an. »Du bist sicher Garrett«, rief Maggie zu ihm hinauf. Der Junge antwortete nicht. Er verzog nur mürrisch das Gesicht. Dann beugte er sich weit über das Geländer und warf etwas nach ihr. Der Gegenstand flog direkt auf ihren Kopf zu. Kapitel 9. Maggie machte einen Satz nach hinten. Eine schwere Vase zersplitterte vor ihren Füßen und auf dem Boden. Einen Moment lang stand Maggie wie erstarrt, dann schaute sie wieder nach oben. Das mürrische kleine Gesicht war verschwunden. Die Köchin Andrew rannten auf sie zu. Oh je, murmelte die Köchin. Sind Sie in Ordnung? Mir geht's gut, stotterte Maggie. Sie schaute auf die Scherben der Vase und ihre Knie begannen zu zittern. Das war knapp gewesen. Das hätte mir gerade noch gefehlt, dachte sie. Der Schlingel des Henkers zu entkommen, nur um kurz darauf von einer herabstürzenden Vase erschlagen zu werden. Die Köchin schaute zur Brüstung hoch, und ihr langes, schmales Gesicht war blass. »Garrett«, knurrte sie mit zusammengebissenen Zähnen. Andrew zupfte an Maggies Ärmel. Er wirkte vollkommen verstört. »Ist Ihnen wirklich nichts passiert, Miss Thomas?« »Nein, Andrew, wirklich nicht, vielen Dank.« »Hat Garrett das gemacht?« fragte Andrew mit zitternder Stimme. Maggie schüttelte den Kopf. »Ich bin sicher, dass es ein Unfall war«, erklärte sie ihm. Sie sah die Köchin Hilfe suchend an, doch die ältere Frau sagte kein Wort. »Es war ein Unfall«, redete Maggie sich ein. Natürlich hatte es so ausgesehen, als hätte Garrett die Vase nach ihr geworfen, aber warum sollte er so etwas tun? Schließlich war sie gerade erst in Tanglewood angekommen, und er hatte keinen Grund, ihr etwas Böses zu wollen. Die Köchin marschierte die Treppe hinauf, dicht gefolgt von Andrew. Maggie ging ihnen nach. »Was für ein merkwürdiger Neuanfang«, dachte sie. »Garrett«, rief die Köchin. »Master Garrett«, Andrew musste rennen, um mit der Köchin mitzuhalten, die über den oberen Flur stürmte. Sie marschierte zu einer Holztür, die von 2 geschnitzten Säulen eingefasst war. Sie probierte es an der kleinen Messingtürklinke, vergeblich. Dann hämmerte sie mit der Faust gegen die Tür. »Mach sofort die Tür auf, Garrett!« Kein einziger Laut drang aus dem verschlossenen Zimmer. Maggie schloss für einen Moment die Augen, denn sie musste wieder an ihre Zeit im Gefängnis denken, an verschlossene Türen und an Wärterinnen, die von außen mit ihren Schlagstöcken dagegen hämmerten. »Mach auf«, schrie die Köchin. »Hast du mich gehört?« Keine Antwort. »Vielleicht sollten wir ihn in Ruhe lassen«, sagte Andrew zur Köchin. »Sie wissen doch, wie er sein kann, wenn der Junge«, warf Maggie einen kurzen Blick zu und verstummte. »Wie er sein konnte, wenn was«, dachte Maggie. Was wollte Andrew gerade sagen? »Lass mich es versuchen«, schlug sie vor. Sie ging näher an die Tür heran und legte eine Hand auf das polierte Holz. Sie zögerte einen Moment, um sich zu sammeln. Dann rief sie leise Garretts Namen. Keine Antwort. »Hier ist Miss Thomas, Garrett, die neue Gouvernantin. Ich habe mich schon so gefreut, dich kennen.« Rums, etwas Schweres knallte gegen die Tür. Die Köchin sprang erschrocken zurück, und Andrew umklammerte Maggies Hand. Rums. Es dauerte einen Augenblick, bis Maggie klar wurde, was das Geräusch verursachte. Es war Garrett. Er warf sich gegen die Tür. »Garrett, hör bitte auf, du wirst dir wehtun«, flehte Maggie. »Geh weg«, kreischte er heiser vor Wut. »Ihr alle, geht weg. Es war ein Versehen, und jetzt lass mich in Ruhe.« Maggie spürte, wie sich ihr Magen verkrampfte. Auch Garretts Schreie erinnerten sie an das Gefängnis, an die völlig verstörten Menschen, die in kleinen, dunklen Löchern davon vegetierten. Maggie strafte die Schulter und befahl sich, damit aufzuhören. Sie war nicht mehr im Gefängnis. Sie hatte diese Tortur überlebt und war ganz sicher in der Lage, mit einem 12-jährigen Jungen fertig zu werden. Es war an der Zeit, allen, auch ihr selbst, zu beweisen, dass sie ihren neuen Pflichten gewachsen war. »Köchin«, sagte Maggie mit erzwungener Ruhe, »haben Sie einen Schlüssel für dieses Zimmer?« Die Köchin machte große Augen. »Ja, aber kann ich ihn bitte haben?« »Natürlich.« Die Köchin holte einen großen Schlüssel aus ihrer Schürzentasche. Sie löste einen Schlüssel vom Boden und gab ihn Maggie. »Nein«, schrie Garrett und hämmerte auf der anderen Seite gegen die Tür. »Kommen Sie nicht rein. Ich warne Sie. Wenn Sie reinkommen, passiert was, das werden Sie bereuen.« Die Köchin betastete das Kreuz, das ihr an einer Kette um den Hals trug. Maggie versuchte, ihr
in die Augen zu sehen. Doch die Frau starrte nur auf den Boden. »Vielleicht sollten wir abwarten, bis er sich beruhigt hat«, schlug Andrew noch einmal vor.